Hallo, Hallo. wir sind's. Pithead Studio TV. Jetzt wird's gruselig. Warum eigentlich? Stehen wir da drauf? Finden wir gruselig cool? Horror, ist das super? So mit Leichen an der Wände hängen und irgendwie durch dunkle Gänge warten und dann Jumpscare und so ein Zeug. Finden wir das toll? Ich finde das super. Ja. Ich liebe auch Halloween. Ja. Ich finde das total schön, wenn man sich ein bisschen gruselt. Ja. Betonung liegt auf Ein bisschen. Ein bisschen. Ja. Und es gab so diesen Gedanken, das finde ich auch total spannend. Die Sabrina hat das gesagt. Unterschiedliche Menschen gruseln sich vor unterschiedlichen Dingen unterschiedlich stark. Ja. Und dieses Thema zu beleuchten, fand ich total spannend. Denn warum ist das eigentlich so? Und wie machen wir das? Und was hat das mit uns zu tun? Und welchen Einfluss hat das dann aufs Spiel? Und wie macht man denn dann in einem Spiel, dass man sich gruselt? Viele Fragen, die wir heute hier ein bisschen beleuchten wollen. Ja. Also fangen wir mal an mit, wovor gruselst du dich denn? Spinnen. Ja, wirklich? Ja. Du gruselst dich vor Spinnen? Also ich habe VR gespielt, Skyrim. Und da gibt es ziemlich am Anfang diese Passage, wo du einen Typen in einer Höhle, vielleicht ist das auch randommäßig, weil die haben ja die Dungeons gewürfelt, ne? Vielleicht ist das auch nicht am Anfang. Da hängt einer im Spinnennetz und du sollst ihn befreien. Und in VR hatte ich dann meinen Pfeil und Bogen und musste dann diese dicke Spinne da platt machen. Alter. Das war schon eine Herausforderung, muss ich ehrlich sagen. Also, ja gut, ich weiß, das ist nicht echt und das ist auch, aber es ist VR und es war verdammt realistisch. Und ich mit meinem Pfeil und Bogen habe versucht, dieses Vieh platt zu kriegen. Aber es ging nicht, weil dann hatte ich immer keine Pfeile mehr und der Typ schrie da, hilf mir, ja. Und dann musste ich dann mit meinem kaputten, rostigen Nagel dann Nahkampf, ne? Alter. Also das war schon sehr gruselig, ja. Und weil das so gruselig war, hast du gedacht, Mensch, das baue ich doch in Kralon ein. Das ist super. Ja, das ist richtig, ne? Genau, also Spinnen sind für viele Menschen wirklich irgendwie, wecken Urängste. Ja. Und deswegen gibt es auch sehr viele Spiele, die so einen sogenannten Spinnenmodus zum Beispiel ins Spiel einbauen. Dass Spinnen quasi entspinnt werden und dann nicht mehr so gruselig sind, wenn man die bekämpfen muss. Haben wir auch gemacht. Und dann haben wir gedacht, das ist vielleicht eine gute Idee, das machen wir auch. Ja. Also keine Angst für alle Arachnophobiker da draußen. Wenn ihr auch Angst vor Spinnen habt und es geht nicht, dann sollte es jetzt funktionieren, dass man unser Spiel auch ohne die sichtbaren Spinnen spielen kann. Ja, die sind dann halt nur noch so Art Kugeln und sind dann halt auch nicht mehr gruselig. Ich persönlich grusel mich tendenziell eher so vor so abstrakten Sachen. Letztens hat Seth ist ein YouTuber, der spielt Gruselspiele, ne? Und einige davon, die sind halt auch nicht ganz so furchtbar augenscheinlich. Und das ist ein Spiel, das macht eigentlich die ganze Zeit gar nichts. Es bedroht dich nur. Das heißt, es stellt dir Fragen. Zum Beispiel sagt das Spiel dir, mach jetzt bitte alles dunkel. Und dann machst du alles dunkel. Und dann sagt das Spiel, mach das Licht aus und bist du dann auch alleine. Und du darfst jetzt während des Spiels nicht mehr irgendwo hingucken, nur noch auf den Bildschirm. Und dann fragt dich das Spiel sowas wie, wenn jetzt jemand hinter dir stehen würde, würdest du es merken? Oder wenn ich jetzt durch das Fenster schaue, kannst du mich dann sehen? Oder, also solche doofen Fragen einfach. Und ich finde sowas total gruselig. Vor allen Dingen, wenn man alleine ist. Dann hat man irgendwann das Gefühl, man fühlt sich total unwohl jetzt in der eigenen Wohnung. Weil dieses Spiel dir solche Fragen stellt. Und obwohl gar nichts Schlimmes passiert, effektiv, fängt man an sich tierisch zu gruseln. Was ich total gruselig finde, ist Phasmophobia. Oh ja. Ja. Das heißt also, ich habe immer Bock, ein Foto zu machen von dem Geist oder dem Dämon oder was auch immer. Und dann stelle ich mich gerne irgendwie in die Ecke dann, wenn wir rausgefunden haben, wo der rumspukt, ne?
Und dann warte ich halt, um den dann irgendwie zu provozieren und ein Foto von ihm zu machen. Das finde ich irgendwie immer cool. Ich bin teilweise vom Spielertyp her Killer, ne? Und das kommt ihm am nächsten bei dem Spiel, dass man den halt erwischt, ne? So. Das Schwein kriege ich so, ja? Nicht nur, dass man es rauskriegt, was es ist, sondern auch, dass man ein Foto von ihm macht. Und das finde ich so gruselig, wenn man dann da in der Ecke steht, dann müssen die anderen meistens draußen sein, ne, vom Team. Dann kriegt man immer so Funksprüche aufs Ohr. Und wenn dann man dann selber das Zimmer dunkel macht und dann stehst du dann da alleine, du hörst die anderen nicht, ne? Und wartest darauf, dass der Geist kommt. Manchmal hörst du was, manchmal nicht. Und dann kommt er dann tatsächlich oder so, oder du kriegst dieses komische Herzschlaggeräusch, dass der dann jagt, dass der dich jagt oder so, dann geht mir schon Herz in der Hose. Ne? Wenn du dich dann im Schrank versteckst, ne, und dann rennt er an dir vorbei, ist am Atmen, dann kommt der Sichelfred, weißt du, ne, mit seinem Hinkebein an dir vorbei, weißt du, das ist schon krass. Hat aber damit zu tun, dass ich finde, wenn man das so nebenbei spielt, während man noch im Rechner irgendwie Candy Crush auf dem Handy und dann läuft noch eine Serie im Fernsehen, ist das nicht gruselig, ja. Man muss sich da schon 100% drauf einlassen. Man muss nicht unbedingt VR, dass man die ganze Außenwelt abschottet oder so, aber abdunkeln, sich da reinfinden und tatsächlich sich drauf einlassen, auf dieses Spiel, dann ist das schon echt gruselig, ja. Es gibt Menschen, die haben das gar nicht, ne. Es gibt Leute, die gruseln sich überhaupt nicht. Ja, ich habe doch ein Messer. Ne? Solche Leute gibt's. Verstehe ich nicht. Aber okay, ne? Für solche Menschen sind solche Spiele vielleicht auch nicht gemacht. So, ne? Ich habe sehr viel in VR gespielt. Ich fand auch die Draug, oder wie die hießen, bei Skyrim unten in der Gruft. Da bist du in eine Gruft gegangen. Und einige Skelette stehen auf und andere nicht. Und das fand ich schon ziemlich krass. Ne? Also wenn dann einer von denen aufgestanden ist und dich kaschen wollte, das war dann event-driven, das heißt, du bist dran vorbeigelaufen, dann wurde der irgendwie getriggert und du wusstest nicht, welcher von denen steht denn jetzt hier auf, aber du wusstest, irgendeiner steht auf und dann hörst du, wie einer aufsteht und dann ist das hinter dir. Ne? Also das geht schon, dann rennst du wieder raus und dann rennst du durch eine Falle und der ist dann hinter dir her und du weißt, der ist ein bisschen stärker als du, du musst dann schon passend irgendwie den platt machen. Fand ich super gruselig. Und eins der schlimmsten, gruseligsten Spiele, wo mir wirklich die Hände schwitzig waren, wo ich gezockt habe am Controller, das war Days Gone. Das war auch sehr wenn du rauskriegen musst, die Horde der Zombies, ja, wie kriege ich die platt? Erstmal musst du die finden. Ja? Du weißt, in einem Gebiet irgendwo ist die Horde. Und die Horde, die ist irgendwo im Keller oder auf einem freien Platz oder im Sägewerk in der 2. Etage und die hocken alle zusammen. 100 Zombies etwa, ne? So ungefähr. Oder 50 oder auf jeden Fall eine ganze Menge. Ne? Und du hörst die nicht, du siehst die nicht. Du weißt aber, dass sie da ist, weil irgendwie das Spiel dir das sagt. Ich glaube, die Musik ändert sich. Und du weißt dann, die ist hier irgendwo. Ja. Und dann rennst du dann in der Gegend rum und schleichst dann und dann musst du gucken, wo ist die denn? Und sobald die dich sehen, kommen die alle rangerannt. Das ist, wenn die aus dem Sägewerk rauskommen, dann ist das wie so ein Wasserfall. Ja, kommen da die Zombies raus und du weißt, die sind verdammt schnell. Und dann nimmst du die Beine in die Hand und rennst. Du bist einen ganz kleinen Tick schneller als die. Aber du hast manchmal einen Typen hinter dir, ja, der geht einfach nicht weg, weil manchmal bleibst du hängen oder, ne, und dann musst du irgendwie, wenn du aufs Motorrad, vergisst das Motorrad, du hast gar keine Zeit, der kriegt dich vorher und so, ne. Das ist super spannend und auch super gruselig. Das fand ich toll. Ja, du bist auch die ganze Zeit so unter Not, ne? Ja. Also wie oft ist es passiert? Irgendwie du springst auf dein Motorrad, die sind fast hinter dir, du fährst los und fährst volle Kanne gegen den nächsten Baum. Also so richtig blöd. Und dann sagt er auch noch Scheiße. Ne? Also es ist wirklich, das Spiel super. Genau, ja. Es gibt jetzt ein Remaster. Ne? Das müsste ich mir auch nochmal angucken. Ja, würde ich gerne auch nochmal spielen. Das Gruseligste, was ich gespielt habe, war dieses Visage oder Visage, keine Ahnung, wie das wirklich ausgesprochen wird. Jedenfalls ist das tatsächlich so ein subtiles Gruselspiel mit so Cthulhu-Elementen und das konnte ich auch nicht alleine spielen, dafür war es mir zu gruselig. Da der Jan mitgespielt, also der Kitsunaki Jan, nicht unser Sohn. Und dann
haben wir uns abgewechselt. Und dann ging das. Also jeder spielt 20 Minuten. Wenn du denkst, du kannst nicht mehr, dann darf der andere weiterspielen. Das ist dann wenigstens so ein bisschen abgeschwächt. Und das ist auch wirklich nötig. Also es ging gar nicht. Und also wenn es dunkel ist und du bist zu lange in der Dunkelheit, dann wirst du halt verrückter. Und je verrückter du wirst, desto mehr miese, unheimliche Dinge passieren. Denn dieses Grusel funktioniert maßgeblich tatsächlich über Sound. Ja? Wenn du gute Sounds einbaust, gruselige Sounds, überraschende Sounds oder vielleicht auch stimmungsvolle Musik, dann ist das ein unfassbar wichtiges Element dafür, dass man sich in einem Spiel gruseln kann. Und das funktioniert auch sehr gut bei dem Spiel Among the Sleep. Augenscheinlich erstmal so ein, naja, du spielst ein Kind und ach, naja, so gruselig ist das nicht. Ja, Pustekuchen, ey, die mit ihren Geräuschen. Dann klonkt da auf einmal irgendwas, dann erschreckst du dich. Und auch an der Stelle passiert manchmal gar nichts und trotzdem erschreckt man sich dann total. Und wenn dann wirklich mal was passiert, dann rutscht dir sofort das Herz in die Hose. Und mit solchen Elementen zu spielen, auch mit der Erwartungshaltung zu spielen, so, dass dann, wenn ich glaube, oh, hier bin ich jetzt durch eine Türschwelle getreten, jetzt müsste ja eigentlich ein Event getriggert werden, ist dann genau dann nicht zu machen, sondern dann, wenn der Spieler sich in Sicherheit wähnt, ist dann natürlich das, was zu tun ist, ja. Und das ist dann irgendwie schön. Das erzeugt bei mir irgendwie Freude, kurioserweise, weil dieser Widerspruch zwischen sich gruseln, aber auch sich zu Hause in Sicherheit zu wissen und dann mutig zu sein, über sich hinauszuwachsen und sich etwas zu trauen im Spiel, gibt einem ja auch was. Also so nach dem Motto, ja, ich habe das tatsächlich geschafft, ich bin voll stolz und so. Also ich war sehr oft stolz, wenn ich irgendwas geschafft habe, wo ich mich eigentlich vorgegruselt habe. Und das macht es auch irgendwie gut. Ein Spiel, das habe ich nicht durchgespielt, habe ich auch schon 1000-mal erzählt. Here They Lie. Keine Chance. Das ist ein VR-Spiel und schlimm. Naja. Also ich konnte es auch nicht. Es ging nicht. Nee. Man hat sich dann irgendwie weggedreht und hat versucht, nicht zu sehen. Es nutzt nichts. Nee. Irgendwann kann man einfach nicht mehr weiterlaufen. Nee. Man müsste vielleicht den Sound dann ausmachen, dann wird das wahrscheinlich gehen. Ja, irgendwie lustige Musik drauf. Ja. Du kannst ja nicht mehr hell machen in vorher. Kommen wir zur Community-Frage. Vielleicht noch zum Thema, erzählt doch mal vielleicht darunter, was ihr so gruselig findet. Ist das bei euch sehr unterschiedlich? Seid ihr so ähnlich wie wir? Oder gruselt ihr euch vielleicht gar nicht? Das finde ich spannend und schreibt es gerne unten in die Kommentare. Community-Frage ist, habt ihr vor, Easter Eggs ins Spiel einzubauen oder fokussiert ihr euch komplett auf die Fertigstellung vom Spiel und habt eher keine Zeit für solche Extras? Momentan weniger. Easter Eggs kommen aber bestimmt. Ja, sind auch schon welche drin. Also ich glaube, das kommt automatisch. Okay. Ja. Es ist einfach so eine Mischung. Habe ich vergessen wahrscheinlich. Ich habe irgendwie 15 Aufgaben am Tag. Ja, also es ist irgendwie, steckt das so in einem drin, dass man manchmal einfach was einbaut oder man macht dann einfach so ein... Ach doch, ich weiß jetzt schon. Ja doch, ich weiß ein paar. Oder man macht einen Gag und einen Seitenhieb auf irgendwas in der realen Welt oder solche Sachen. Ja. Das kommt einfach automatisch, während du entwickelst. Wenn du Spaß bei der Arbeit hast, baust du auch automatisch irgendwelche Easter Eggs ein. Ja, cool. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pitted Studio TV. Genau. Vielen Dank. Bis dann. Bis dann. Also echt Gruselspiele, ey. Also wenn ich nicht muss, ne? Besser nicht. Du bist da eher so, ne? Ich gucke noch lieber zu, als dass ich selber spiele.